Wenn Elon Musk, ausgestattet nicht nur mit Milliarden und Abermilliarden, sondern auch mit ungebändigter Kommunikationsmacht, zur Wahl der AfD in Deutschland aufruft, ist das nicht aus Unkenntnis der AfD. Es hat Logik und System. Musk stärkt die, die Europa schwächen. Ein schwaches Europa ist im Interesse von jenen, für die Regulierung eine unangemessene Begrenzung ihrer Macht ist. Aber es braucht die Begrenzung der Macht. Kein Geschäftsmodell darf unsere Demokratie zerstören. Hey Leute, habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie ein Politiker öffentlich über Wahlbeeinflussung schimpfen kann und gleichzeitig genau das tut, was er anderen vorwirft? Robert Habeck hat in seiner Neujahrsansprache Elon Musk heftig kritisiert und ihm vorgeworfen, mit seinen Aussagen die Demokratie zu schwächen. Aber Moment mal, wer beeinflusst hier eigentlich wen? Und warum scheinen die Regeln für Habeck und seine Partei nicht zu gelten? Wenn ihr die wahren Hintergründe seiner Aussagen erfahren wollt und wie die Medien dabei mitspielen, dann bleibt dran. Dieses Video entlarvt die Doppelmoral hinter Habecks Worten und zeigt, was wirklich dahinter steckt. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Eure Gedanken zu dieser Debatte sind wichtiger denn je. Auf geht's! Sehr geehrte Damen und Herren, in den Tagen nach Weihnachten habe ich meinen Bücherschrank aufgeräumt und mir fiel ein altes Buch in die Hände, das mir vor vielen Jahren meine Schule zum Abitur geschenkt hat. Es ist vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und es heißt, die deutsche Geschichte geht weiter. Vielleicht habe ich es wegen dieses Titels in die Hand genommen. Ich habe darin geblättert, ein bisschen gelesen und dann im Internet nach der bekanntesten Rede von Richard von Weizsäcker gesucht. Seine Rede zum 8. Mai 1985 war die erste politische Rede, mit der ich mich intensiv beschäftigt habe. Ich war damals 15. Von Weizsäcker bezeichnete damals, 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die bedingungslose Kapitulation als Tag der Befreiung für Deutschland. Er löste damit Widerspruch bei einigen und Irritation in weiten Teilen des Landes aus. Denn damals, als etliche ehemalige Soldaten noch lebten, galt der 8. Mai vielen nur als Tag der Niederlage, nicht als Befreiung, nicht als Chance auf einen Neuanfang nach Jahren der Terrorherrschaft. Es bedurfte vielleicht eines großen Konservativen, den Weg zu einer anderen Erinnerungskultur zu öffnen. Das Ende des Zweiten Weltkriegs, die Kapitulation der Wehrmacht, wurde hier von Flensburg aus verkündet. In der Marineschule hinter mir, wohin die verbliebenen Nazi-Größen nach Hitlers Selbstmord geflohen waren. Als ich die Rede von Weizsäcker jetzt beim Aufräumen wieder las, wurde mir bewusst, dass die Befreiung, das Kriegsende, nun im bald anbrechenden neuen Jahr 80 Jahre her ist. 80 Jahre und die Rede ihrerseits 40 Jahre alt ist. Jeweils eine Mütter- und Vätergeneration liegt zwischen Kriegsende damals, zwischen Rede und heute. Richard von Weizsäcker beschreibt die Zeitspanne von 40 Jahren in seiner Rede selbst. Er sagt, 40 Jahre spielen in der Zeitspanne von Menschenleben und Völkerschicksalen eine große Rolle. So bedeuten 40 Jahre stets einen großen Einschnitt. Sie wirken sich aus im Bewusstsein der Menschen, sei es als Ende einer dunklen Zeit mit der Zuversicht auf eine neue und gute Zukunft, sei es als Gefahr des Vergessens und als Warnung vor den Folgen. Deutschland erlebt 40 Jahre nach der Rede wieder einen Einschnitt. Unsere Demokratie steht unter Druck, von innen und außen. Unsere Sicherheit ebenfalls, von innen und außen. Der Anschlag von Magdeburg hat das Sicherheitsgefühl von vielen erschüttert. Der russische Angriffskrieg tobt. Autoritäre Kräfte erstarken. Unsere Wirtschaft, die seit Gründung der Republik Kraftquelle unserer Demokratie ist, steckt in einer strukturellen Krise. Und in wenigen Wochen tritt Donald Trump seine zweite Präsidentschaft an. Wir können die geopolitischen Machtverschiebungen geradezu in Echtzeit beobachten. Doch nur beobachten reicht nicht. Wir erinnern uns unserer Geschichte, um die Zukunft zu gestalten. Wie von Weizsäcker den Mut hatte, Deutschland neu zu denken, muss sich Deutschland jetzt noch einmal neu erfinden. Nach der Zerstörung von Moral und Menschlichkeit, von Leben, Recht und Freiheit ist Deutschland zu einem Staat geworden, der Leben, Recht und Freiheit schützt. Westdeutschland und Ostdeutschland haben in Freiheit und Demokratie zusammengefunden. Nach der Zerstörung Europas ist Deutschland Teil eines einigen freien Europas geworden.
All das passierte nicht einfach so. Es wurde von Menschen gemacht, die fest daran glaubten, dass nicht das Schlechte überdauert, sondern das Bessere eine Zukunft hat. Von Menschen, die das Unwahrscheinliche, manchmal das radikal Neue gedacht und gebaut haben. Europa als Friedens- und Freiheitsprojekt. Dieses Europa ist in der neuen Welt der Autokraten für Deutschland die einzige Chance, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu behaupten. Ein starkes Europa, das eine demokratische Machtpolitik betreibt, ist die Antwort. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Apologeten der autoritären Gesinnung versuchen, Europa zu schwächen, weil eine starke EU Konkurrenz und Gegengewicht zu ihrem Anspruch ist. Wenn Elon Musk, ausgestattet nicht nur mit Milliarden und Abermilliarden, sondern auch mit ungebändigter Kommunikationsmacht, zur Wahl der AfD in Deutschland ausruft, ist das nicht aus Unkenntnis der AfD. Es hat Logik und System. Musk stärkt die, die Europa schwächen. Ein schwaches Europa ist im Interesse von jenen, für die Regulierung eine unangemessene Begrenzung ihrer Macht ist. Aber es braucht die Begrenzung der Macht. Kein Geschäftsmodell darf unsere Demokratie zerstören. Dafür muss Europa wiederum seine Macht jetzt konsequent zu nutzen wissen. Die Macht des größten Binnenmarktes der Welt. Niemand sollte sich bei irgendwem anbiedern, weil er Macht atmet. Wer uns schwächen will, dem müssen wir mit Stärke begegnen. Dafür muss die Europäische Union weniger nach innen schauen, mehr nach außen und mehr für ihre äußere Sicherheit tun. Die NATO-Staaten in der EU sollten zusammen mit Großbritannien einen starken Sicherheitspfeiler in dem Bündnis begründen mit einer gemeinsamen Beschaffung und auch Rüstungspolitik. Die Arbeit für ein starkes Europa ist anstrengend. Nur ein schwaches Europa ist für uns gefährlich. Eine neue Bundesregierung muss sich deshalb der europäischen Idee ganz verschreiben. Eine neue Bundesregierung muss in Europa Brücken bauen, Mehrheiten erarbeiten, eine europäische Bündnispolitik betreiben. Ich bin dazu bereit. Unser Grundgesetz wurde 4 Jahre nach dem Tag der Befreiung geschrieben. Es war nur als Provisorium gedacht und ist Grundfeste unseres Landes geworden. Gerade deshalb steht es als Metapher für die stetige Erneuerung der Bundesrepublik. Einer Republik als Bündnis, als Zusammenschluss unterschiedlicher, um zusammen mehr zu erreichen. Eine Republik als Bündnis, das heißt offen, dynamisch und einigungsfähig sein. Ja, Bündnisse sind schwierig geworden. Leichter ist es, schwarz und weiß zu propagieren, das eigene Recht des anderen Unrecht. Leicht ja, aber auch leichtgewichtig. Ich sprach kürzlich mit einer jungen Frau, sie ist 18, erinnert aber schon ganz schön viele historische Momente. Vielleicht zu viele. Wer heute erwachsen wird, steht mitten in einer Welt, die auseinanderdriftet. Und diese junge Frau sagte, wir können die Demokratie doch nicht einfach den Bach runtergehen lassen. Menschen kommen zusammen, sie reden, sie streiten und dann lösen sie Probleme. Welche Kraft, welcher Antrieb, nicht ungetrübte Zuversicht, aber der Wille und die Energie, um etwas Kostbares zu kämpfen. In Richard von Weizsäckers Rede gibt es einen Satz, den ich damals sicher überlesen habe und der mich heute ganz anders berührt als vor 40 Jahren. Er lautet, wir Älteren schulden der Jugend nicht die Erfüllung von Träumen, sondern Aufrichtigkeit. Er nimmt mich, nun selbst Vater von erwachsenen Kindern, in die Pflicht. Aufrichtigkeit. Das nächste Jahr wird nicht leicht. Die nächsten Jahre werden nicht leicht und wer so tut, macht ihnen etwas vor. Aber wir werden uns aus dem Wust von Problemen herausarbeiten, empor und entschlossen. Wir können es. Warum sollte es uns nicht gelingen, auch jetzt wieder neue Kraft zu schöpfen? Weil es schwierig ist? Das kann ja kein Grund sein, maximal eine Ausrede. Sehr geehrte Damen und Herren, die deutsche Geschichte geht weiter. Schreiben wir sie weiter. Wenn in 40 Jahren die nächste Generation, die der jungen Frau, die für die Demokratie kämpfen will, über unsere Zeit schreibt, will ich alles gegeben haben, vor ihrem kritischen Blick zu bestehen. In diesem Sinn, machen wir 25 zu einem guten Jahr. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns von Herzen, dass es ein gutes Jahr wird. Kommen Sie gut rüber. Am Ende des Tages zeigt Robert Habeck in dieser Ansprache einmal mehr, dass er der Meister der Doppelmoral ist. Er unterstellt anderen, in diesem Fall Elon Musk und der AfD, eine angebliche Einflussnahme und Planwirtschaft.
während er selbst nichts anderes tut. Seine eigene Politik basiert genau auf den Dingen, die er lautstark kritisiert: staatliche Bevormundung, Meinungslenkung und die Zerstörung wirtschaftlicher Freiheiten. Dieser Mann erzählt uns von Aufrichtigkeit, aber seine eigenen Worte klingen wie blanker Hohn. Man muss sich durch seine Reden quälen, nur um immer wieder festzustellen, dass sie nix als heiße Luft sind. Habeck verdreht Tatsachen, hetzt gegen politische Gegner und bedient sich dabei genau der Methoden, die er ihnen vorwirft. Leute, das darf man ihm nicht durchgehen lassen. Lasst uns wachsam bleiben, seine Aussagen hinterfragen und sie als das entlarven, was sie sind: Unsinn, der das Land spaltet, statt es voranzubringen. Bis zum nächsten Mal.